In diesem Video erfährst du, wie du extrem lange die Luft anhalten kannst. Ich fühle mich da unten frei, denn man kann sich schwerelos im Raum bewegen. Du bist da unten allein und bist völlig auf dich alleine gestellt. Apnoe-Taucher sind Menschen, die ihre Luft extrem lange anhalten können und in große Tiefe vordringen können. Sie haben dabei keine Hilfsmittel, keine Sauerstoffflaschen. Einzig und allein ihre Lungen sind ihre Speicher, mit denen sie mehrere Minuten unter Wasser bleiben können. Um die Luft so lange anhalten zu können, setzen Apnoisten ihren Körper in eine Art Sparzustand. Ich versuche mich völlig zu entspannen. Alle Muskelgruppen, die ich nicht brauche, schalte ich quasi ab. Schon nach kurzer Zeit kann ich meinen Herzschlag selber spüren und ihn bis auf ein Minimum senken. Der Körper arbeitet im Sparzustand und der Sauerstoffverbrauch wird auf ein Minimum reduziert. Man darf an rein gar nichts denken, denn jeder Gedanke kostet Sauerstoff und das merkst du auch, weil dein Herz dann schneller schlägt. Es ist halt schon eine Kunst, wirklich mehrere Minuten an wirklich gar nichts zu denken. Das ist nicht so einfach. Doch wie ist es überhaupt möglich, lange die Luft anzuhalten? Schaut man sich mal den ungeübten Durchschnittsmenschen an und bittet ihn, die Luft anzuhalten, so ist zu beobachten, dass zum einen aus dem Stand einmal tief eingeatmet wird und dann die Luft angehalten wird. Interessant zu beobachten ist auch, dass nach etwas mehr als 30 Sekunden der Atemreiz wieder einsetzt und Untrainierte größere Zeiten scheinbar nicht mehr erreichen. Doch es gibt einige Tricks. Vor einem Tauchgang versetze ich mich in einen tranceartigen Zustand. Das ist vielleicht ungefähr damit vergleichbar, wie man sich so kurz vor dem Einschlafen fühlt. Es kann manchmal bis zu 5 Minuten dauern, bis ich wirklich völlig entspannt bin. Die Lunge eines männlichen Erwachsenen hat ein Volumen von ungefähr 4,5 Litern. Die normale Brustatmung ist in der Regel eher flach und selten größer als 0,5 Liter. Ein großer Luftanteil in der Lunge ist daher bereits verbraucht und hat nicht mehr einen großen Sauerstoffanteil. Ich atme 3 bis 4 Mal komplett ein und wieder aus. Dadurch stelle ich sicher, dass meine Lunge komplett mit neuer, frischer Luft gefüllt ist. Beim Ausatmen lasse ich mir ungefähr doppelt so viel Zeit wie beim Einatmen. Und beim letzten Atemzug nehme ich wirklich so viel Luft mit, wie nur irgendwie möglich ist. Beim Einatmen kann man zwischen der herkömmlichen Brustatmung und der Bauchatmung unterscheiden. Bei der Bauchatmung können zusätzlich noch die unteren Bereiche der Lunge mit Luft gefüllt werden. Man kann das trainieren, indem man ein Gewicht auf seinen Bauch legt und versucht, dieses beim Einatmen hochzudrücken. Zuerst atme ich tief in den Bauch ein, erst danach fülle ich meine Lunge. Falls extreme Tauchzeiten erreicht werden sollen, wird eine weitere Technik angewendet, die als Packen bezeichnet wird. Dabei presst der Taucher zusätzlich Luft in seine Lungen. Über 25% mehr Luft lässt sich so nochmal zusätzlich in die Lungen pressen. Meine Lunge fasst 5,1 Liter. Zusätzlich kann ich aber nochmal 1,4 Liter oben drauf packen, die ich in meine Lunge zusätzlich reinpresse. Nur so stelle ich sicher, dass ich wirklich das Maximale aus meinem Körper raushole. An der Gesichtshaut befinden sich Rezeptoren, die auf Wasser reagieren. Kommt das Gesicht mit Wasser in Berührung, setzt der Tauchreflex ein. Der Tauchreflex ist bei allen lungenatmenden Säugetieren vorhanden und geht aus der Frühzeit der Evolution heraus. Der Körper versetzt sich dann in einen Sparmodus. Die Herzfrequenz nimmt ab und der Mensch kann so auf natürliche Weise länger die Luft anhalten. Bei Tauchern setzt dieser Zustand deutlich schneller ein als beim untrainierten Menschen. Alles entspannt sich bei mir. Du bist total relaxed und in deiner eigenen Welt. Schon nach kurzer Zeit kannst du deinen Herzschlag hören und im Kopf diesen Takt auch mitschlagen. Wenn du jetzt diesen Takt im Kopf etwas langsamer vorgibst, dann wird deine Herzfrequenz sich senken. Du kannst also wirklich dein Herz selber steuern. Die minimale Herzfrequenz ist abhängig von der Wassertemperatur.
Kälteres Wasser löst im Körper eine Stressreaktion aus. Dabei wird Adrenalin ausgeschüttet und das Herz beginnt schneller zu schlagen, was im Umkehrschluss die Tauchzeit deutlich reduziert. Da Apnoisten sich grundsätzlich im Wasser wenig bewegen, kühlt der Körper bei ihnen besonders stark aus. Daher werden selbst in beheizten Schwimmbädern Neoprenanzüge getragen, um den Körper warm zu halten. Selbst bei Wassertemperaturen von 30 Grad beginnst du langfristig zu frieren, wenn du keinen Neoprenanzug anhast. Du hast im Gegensatz zum Untrainierten auf einmal unter Wasser enorm viel Zeit und kannst Dinge machen, wo du nicht mal an Land glauben würdest, dass sie überhaupt möglich sind. Würde man einem normalen Menschen sagen, er möge unter Wasser eine Aufgabe lösen, dann würde er wahrscheinlich diese richtig schnell ausführen, um wirklich schnellstmöglich wieder an die Wasseroberfläche zu kommen und wieder aufzuatmen. Er würde Panik kriegen, seine Herzfrequenz würde ansteigen und sein Körper würde ihm sagen, atme, atme, atme. Erst wenn du die Angst vor dem Wasser verlierst, kannst du die Zeit kontrollieren. Die ersten 2,5 Minuten sind die schönsten. Du verspürst nicht den Drang zu atmen. Es scheint so, als würde nur für dich die Zeit stehen bleiben. Nicht der Sauerstoffgehalt, sondern der zunehmende CO2-Gehalt im Blut löst den Atemreiz beim Taucher aus. Dieser bewirkt ab einer bestimmten Schwelle eine Muskelkontraktion im Zwerchfell. Es ist nicht das schönste Gefühl, wenn auf einmal dein Brustkorb anfängt, sich wie wild zu bewegen und dein Körper sagt zu dir, atme jetzt wieder. Dein Herzschlag wird schneller, du wirst unruhiger und das ist das Letzte, was du gebrauchen kannst. Ab hier beginnt die wahrscheinlich herausforderndste Phase für einen Apnoisten. Das Einzige, was er machen kann, ist sich zu entspannen. Ein medizinisches Sauerstoffmessgerät, das in Intensivstationen in Krankenhäusern eingesetzt wird, würde hier bereits Alarm schlagen. Wenn dein Sauerstoffgehalt unter 85% fällt, rennt der Arzt. Im Vergleich dazu wäre ein normaler Mensch bereits nach 3 Minuten ertrunken. Mein Ziel war es, unter Wasser den Rubik's Cube 3-mal zu lösen, was auch beim ersten Versuch geklappt hat. Vielleicht wäre sogar auch noch ein 4. Mal drin gewesen, aber ich gehe unter Wasser nicht an meine Grenzen und halte immer eine Reserve ein. Nur im Trockenen stelle ich neue Bestzeiten auf, denn das ist völlig ungefährlich. Nach 3,5 Minuten passt sich der Körper weiter auf die Sauerstoffunterversorgung im Blut an. Die Gefäße an den Beinen und Armen verengen sich, um die Blutzufuhr zu begrenzen und Sauerstoff zu sparen. Etwa 1,5 Liter Blut werden so aus den Gliedern abgezogen und in die Lunge umverlagert. Dies hat aber Folgen auf den Taucher. Man kennt vielleicht das Gefühl, wenn man länger irgendwo rumsitzt und seinen Fuß nicht bewegt, irgendwann fängt er an einzuschlafen und beginnt zu kribbeln. Nun, hier ist es eigentlich auch so, nur ist es eben so, dass der komplette Arm- und Beinbereich leicht zu kribbeln beginnt. In der wahrscheinlich letzten Phase fühlt es sich so an, als würde dein Körper dein gesamtes Blut in den Kopf pressen und du denkst, dein Schädel könnte jederzeit explodieren. Ich weiß nicht, was danach kommt. Es ist totales Neuland für mich. Ich weiß nicht, wie weit ich noch vom Blackout entfernt bin. Vielleicht einige Sekunden, vielleicht aber sind sogar noch mehrere Minuten drin. Reduziert sich die Sauerstoffkonzentration im Blut auf nur noch 50%, kommt es zum Blackout. Das ist eine Schutzfunktion des Körpers, bei der der Körper praktisch einen Reset macht. Man wird bewusstlos und verliert schlagartig die Kontrolle über den Körper und die Atmung setzt nach einigen Sekunden wieder automatisch ein. Befindet sich der Kopf dabei allerdings unter Wasser, kann Wasser eingeatmet werden. Zunächst verhindert eine reflexartige Schutzfunktion das Schlucken von Wasser im bewusstlosen Zustand. Allerdings bei den folgenden Atemreizstößen kann die Schutzfunktion aber versagen und es gelangt Wasser in die Lunge. Schon 1,5 Liter Wasser in der Lunge können tödlich sein. Wenn du Wasser in deiner Lunge hast, kann dir nur noch Jesus helfen. Wenn die Sauerstoffkonzentration Werte unter 15% erreicht, beginnt ein Zellsterben im Gehirn. Bei Versuchen, die Luft im Trockenen anzuhalten, kann man aber gar nicht in diese schädigenden Bereiche kommen, da vorher der Blackout einsetzt und eine Zwangsatmung hervorgerufen wird. Daher ist es auch unmöglich, sich durch Luftanhalten selbst zu töten. Taucher bewegen sich nur im sicheren Bereich und gehen im Wasser nie an ihre Grenzen. Es ist daher unter Aufsicht ein absolut sicherer Sport. Im Falle eines Blackouts ist der Taucher im Wasser allerdings auf Hilfe angewiesen. Es muss daher Pflicht sein, nie alleine zu tauchen. Blackouts sind im Hochleistungssport keine Seltenheit und treten besonders häufig bei Tieftauchern auf. Die Tiefe ist etwas ganz Besonderes für jeden Taucher.
Es kann ein Ort sein, an dem man viel Neues entdecken kann. Es kann aber auch ein Ort sein, an dem nichts existiert. Ein Ort, an dem man völlig alleine ist. Man schaut aus der Tiefe nach oben und sieht, wie sich auf eine ganz besondere Art und Weise die Sonne an der Wasseroberfläche spiegelt. Je tiefer man taucht, desto stärker wird der Wasserdruck, der auf den Taucher wirkt. Alle 10 Meter nimmt der Druck um 1 Kilo pro Quadratzentimeter zu. Bereits nach 30 Meter Wassertiefe schrumpft die Lunge auf die Größe zusammen, die beim vollständigen Ausatmen besteht. Es gibt Menschen, die schon weit über 100 Meter tief getaucht sind. Der Untrainierte wird allerdings nicht mehr als 3 Meter tief tauchen, weil dann der Druck auf seinen Ohren einfach zu stark wird und er die Schmerzen nicht mehr aushalten kann. Wenn der Taucher in größere Tiefen taucht, wird der Wasserdruck auf den Ohren immer stärker. Das Trommelfell beginnt sich nach innen zu dehnen. Da die Ohren mit dem Rachenraum verbunden sind, kann der Taucher einen Druck aufbauen und das Trommelfell begibt sich wieder in seine Ursprungslage. Ich halte meine Nase zu und baue Druck auf, indem ich versuche, durch meine Nase wieder auszuatmen. Ich höre dann ein dumpfes Geräusch in meinen Ohren und dann weiß ich, ja, meine Ohren sind jetzt wieder dem Außendruck angepasst und ich kann tiefer tauchen. Ungefähr alle 1,5 Meter sollte der Taucher einen Druckausgleich ausführen. Beim Auftauchen muss allerdings nichts beachtet werden. Das Trommelfell richtet sich von alleine wieder in die richtige Position. Man fragt sich vielleicht, was der genaue Reiz am Tauchen ist. In den südlicheren Gebieten tauchen Menschen 30 Meter tief und suchen dort nach Muscheln, um diese anschließend zu verkaufen. Andere sind reine Entdecker unter Wasser und genießen die Schönheit der Wasserwelt. Sie tauchen zu Wracks herunter und erleben eine Artenvielfalt der Pflanzen- und Tierwelt. Es gibt Höhlentaucher, die sich an den Felswänden langsam heruntertasten und in Tunnel vordringen, bis sie nicht mehr direkt die Wasseroberfläche sehen können. Für andere wiederum ist das Wasser ein Rückzugsgebiet in eine andere Welt. Sie genießen die Freiheit im Raum und können besser entspannen. Für mich ist es von allem ein bisschen. Ich kann an jedem beliebigen Ort der Erde, an dem Wasser ist, völlig frei entscheiden, ja, ich tauche jetzt runter. Ich brauche keine technischen Hilfsmittel. Alles, was ich brauche, ist mein Körper und den habe ich immer dabei.